Warum werden eigentlich noch Games Workshop Spiele wie Warhammer 40k, Warhammer Age of Sigmar und Warhammer The Old World gespielt? Und damit Servus auf deinem YouTube-Kanal für die etwas kleineren Spielsysteme. Wir müssen uns aber trotzdem hin und wieder auch mit den größeren Vertretern auseinandersetzen. Und genau darum soll es heute in dem Video gehen, denn ich habe ja vor 2 Wochen in dem Video mich mit der Frage auseinandergesetzt für mich, wieso ich mittlerweile Kings of War gegenüber Warhammer The Old World bevorzuge. Und im Zuge dessen sind ein paar Kommentare in diesem Video aufgetaucht, wo ich mir auch selbst schon den einen oder anderen Gedanken dazu vorher gemacht hatte und da das jetzt eben ganz gut dazu passt und dort eben auch Sachen aufgekommen sind, die ich auch mir gedacht habe, möchte ich jetzt in diesem Video drüber sprechen. Falls es jemanden interessiert, ihr werdet das Video auch unten in der Videobeschreibung finden. Dort kommt ihr dann direkt zu diesem Video von vor 2 Wochen. Ich hätte aber gesagt, wir fangen hier gleich mal mit einem der Kommentare an und ich werde den Punkt dann auch noch von meiner Seite betrachten, so wie ich das Ganze sehe. Falls ihr bei diesem Punkt natürlich anderer Meinung seid, schreibt uns das gerne unten in den Kommentaren, damit wir hier ein bisschen eine Diskussion bekommen. Und natürlich, falls du jemand von den Leuten bist, dir wird es dann sicher auffallen, der eben eines dieser Kommentare im Video von vor 2 Wochen verfasst hat, dann kannst du hier natürlich auch noch schreiben, falls ich das Ganze irgendwie vielleicht falsch verstanden habe oder deiner Meinung nach nicht ganz ausführlich in die richtige Richtung vielleicht gegangen. Und dann switche ich gleich mal beim ersten Punkt zum Thema Firefight, denn hier in diesem Kommentar ging es dann darum, dass man eben nicht ganz versteht, wieso Games Workshop Spiele noch gespielt werden, eben aufgrund dieser alternativen Aktivierung, die man in sehr vielen Spielsystemen heutzutage findet, wie man es auch hier zum Beispiel bei Firefight von Mantic Games haben, wo jeder Spieler nur eine Einheit aktiviert, diese Reaktionen durchführt und dann ist die andere Seite an der Reihe oder eben mit einem Command Point könnte man auch eine zweite Einheit aktivieren. Dazu gibt es aber ein detailliertes Video zu Firefight, das werdet ihr auch in der Videobeschreibung finden, falls euch dieses Spielsystem vielleicht etwas mehr interessieren sollte und ihr hier vielleicht mehr wissen wollt. Aber eben hier bei diesem Punkt ging es eben um diese alternative Aktivierung. Wie gesagt, haben wir das ja ohnehin bei sehr vielen Spielsystemen und ich habe mir da die gleiche Frage auch gestellt, eben in Bezug dazu, wie ich dieses Thema von vor 2 Wochen behandelt habe, weil ich mir auch ein bisschen überlegt hatte, da was zu Firefight machen zu wollen, beziehungsweise im Nachgang, dann etwas später vielleicht ein Video. Eben, und dort kam auch das Thema auf mit der alternativen Aktivierung, eben wie hier bei Firefight. Sehr viele Skirmish-Spielsysteme wie Freebooters Fate oder auch Karnevale verwenden so ein System. Und da ist aber für mich der Punkt dann aufgekommen, dass ich mittlerweile zwar auch derselben Meinung bin, also ich bevorzuge auch die alternative Aktivierung und möchte gerne diese Abwechslung haben. Beide Spieler sind involviert ins Spiel die ganze Zeit, was eben durch solche alternativen Aktivierungen abwechselnd sehr, sehr gut funktioniert. Aber wenn wir das jetzt bei jedem Spielsystem haben, und ja, man kann natürlich sagen, und das habe auch ich mir gedacht, so wie es auch im Kommentar ein bisschen so rübergekommen ist, meiner Meinung nach, dass man hier eben dass das Ganze eben schon ein bisschen zu altgebacken ist, dieses Konzept. Ich aktiviere meine komplette Armee, mache alles, der Gegner kann nichts reagieren, großartig kann nicht wirklich was machen und dann ist eben erst die andere Seite dran mit ihrem Spielzug. Aber wenn jetzt jedes Spielsystem eben hergehen würde und diese alternative Aktivierung reinbringt, dann sehe ich in diesem Zusammenhang für mich nicht mehr die Notwendigkeit, verschiedene Spielsysteme zu haben. Weil ich habe jetzt, okay, ich bin jetzt persönlich von Warhammer 40k zum Beispiel hier im Vergleich zu Firefight etwas weggekommen. Wie gesagt, mag ich auch hier bei Firefight eben diese alternative Aktivierung von Einheiten. Aber wenn jetzt Warhammer 40k so etwas einführen würde, und darüber habe ich mir auch jetzt kurz vor dem Erscheinen der letzten Edition, also der 10. Edition, schon Gedanken gemacht, ob so etwas kommen könnte und wenn so etwas kommen würde für mich, was das dann so für mich bedeuten würde. Und
ich habe da eigentlich festgestellt, würde ich eigentlich gar nicht wollen, weil dann haben wir eigentlich, ja, einen Einheitsbrei würde ich jetzt nicht sagen, aber dann ist eben jede Armee oder jedes Spielsystem wieder sehr ähnlich. Weil dann ist es für mich eigentlich, wenn ich jetzt das Firefight hernehme wieder, ich habe da keine Relevanz dann mehr aus dieser Sicht, jetzt mit Warhammer 40k anzufangen oder wieder umzusteigen, nur weil sie jetzt alternative Aktivierung einführen, weil das habe ich bereits hier mit Firefight. Natürlich, klarerweise sieht es ein bisschen anders aus, wenn man jetzt das Ganze aus dieser Sicht betrachtet, dass jemand nur Warhammer 40k spielt und Firefight vielleicht gar kein Interesse daran hat und man dann sagt, okay, so jemand ist vielleicht eher daran interessiert, diese abwechselnde Aktivierung zu haben. Aber da stellt sich dann auch wieder die Frage, wieso dann nicht statt Warhammer 40k eben Firefight ausprobieren. Weil ja, da kann man sagen, wenn man nur 40k spielt, ist man vielleicht daran interessiert, modernere Regeln und Anführungszeichen zu bekommen mit alternativer Aktivierung, weil man das eben bei anderen Spielsystemen wie hier bei Firefight eben sieht. Jetzt habe ich schon wieder Firefight gesagt, immer als Vergleich, aber okay. Dann möchte man so etwas vielleicht haben, da kann ich durchaus nachvollziehen und verstehen, aber wie gesagt, stellt sich da dann für mich die Frage, wieso gibt man nicht ein bisschen auch einem anderen Spielsystem dann einfach mal die Chance, wenn man eben dann schon sieht, dass es diese anderen Spielsysteme gibt, wieso muss es dann unbedingt eben auch Warhammer 40k weiterbleiben? Und das bringt mich jetzt zum zweiten Punkt. Dort ging es darum, dass man sich durchaus auch vorstellen kann, eben Modelle anzuschaffen, weil man eben gerne Figuren bemalt, aber dort einfach der Punkt aufgekommen ist, dass die Mantic-Figuren oder auch andere Figuren vielleicht, im Beispiel von vor 2 Wochen eben was mit Kings of War, einfach die Figuren nicht so ansprechend sind. Und das kann ich auch durchaus nachvollziehen, denn eines muss man eben sagen, wenn wir uns Games Workshop ansehen, von der Qualität her haben sie definitiv die besten Figuren auf dem Markt. Und wenn ich jetzt da für mich entscheiden müsste, ich finde es zwar ganz cool, was Mantic macht, auch mit den Figuren. Ich bin ein großer Freund der Range von zum Beispiel der Northern Alliance, deswegen habe ich mich auch damals für die Fraktion entschieden. Aber man muss halt auch sagen, und das habe ich auch persönlich gemerkt, bei manchen Figuren bin ich halt schnell drüber gegangen, weil vielleicht bei den Standardfiguren, diese Clansmen zum Beispiel, die sind recht teilweise nicht so scharf gegossen und ähnliches. Also man sieht schon einen deutlichen Qualitätsunterschied. Das ist einfach das, was ich hier ein bisschen herausstreichen möchte bei diesem Punkt. Und eben wenn es jetzt darum geht, hier einfach nur Figuren zusammenzubauen und zu bemalen, würde ich entweder auf Einzelfiguren gehen, wenn ich jetzt vom Spielsystem her unabhängig wäre, wenn mich das gar nicht interessieren würde, oder eben im anderen Fall würde ich eben bei Warhammer 40k landen. Oder beziehungsweise eben generell bei Games Workshop. Weil man ganz einfach sagen muss, man sieht es ja hier auch bei den Bildern, die Qualität, die Gussqualität von den Kunststofffiguren, auch die Qualität der Figuren im Allgemeinen, die Details, auch wenn man sagen muss, dass mir persönlich ist das in sehr vielen Fällen mittlerweile auch zu überladen, aber man muss schon sagen, der Qualitätsunterschied ist ganz einfach und deutlich zu sehen gegenüber eben von anderen Herstellern. Und wenn es mir eben dann nur darum gehen würde, jetzt da Figuren zu kaufen, zusammenzubauen, zu bemalen, vielleicht hier dann eine komplette Armee der Custodes zum Beispiel, dann in der Vitrine stehen zu haben, dann wäre, oder generell Figuren von welcher Armee auch immer, jetzt einmal unabhängig vom Spielsystem, würde jetzt meine Wahl sehr schnell auf Games Workshop fallen. Ob das jetzt hier Warhammer 40k wäre oder auch vielleicht tatsächlich Warhammer The Old World oder Warhammer Age of Sigmar, spielt da gar keine Rolle. Aber eben einfach aufgrund der Qualität der Figuren, wie diese teilweise auch zusammenzubauen sind, weil man dort teilweise sehr straightforward die Figuren zusammenbauen kann, mit eben Push-Fit und was es sonst noch alles gibt, oder auch sehr guten Zusammenbauanleitungen. Und zum Beispiel jetzt im Vergleich bei Mantic, wenn es mittlerweile auch schon besser geworden ist, aber man findet bei älteren Bausätzen eben keine Beschreibungen, wie die Figuren zusammenzubauen sind, und eben auch die Qualität ist teilweise nicht da. Ja, ich kann zum Beispiel wenn ich wieder bei den Northern Alliance bleibe, die Ice Naiads sehr schnell zusammenbauen. Das ist ein Körper,
mit den Beinen, alles schon drauf, 2 Hände dazu, ein Kopf drauf, quasi fertig. Aber dementsprechend hat man halt weniger Details auf den Figuren und auch weniger Abwechslung. Diese Figuren sind halt ganz einfach dafür gedacht, dass man sie in Massen zusammenbaut, bemalt und eben in Regimentern zusammenstellt, in größeren Einheiten. Und wie gesagt, wenn es jetzt hier nur um dieses Bemalthema ginge, wäre auch dort eher Games Workshop wieder meine erste Wahl. Und im Zuge von diesem Kommentar vor 2 Wochen gab es dann auch noch einen weiteren Punkt, und zwar das Vorhandensein von Spielern. Und damit können wir wahrscheinlich alle etwas anfangen, weil da geht es uns allen gleich, dass es sehr schwierig ist, Mitspieler zu finden. Zumindest nicht überall natürlich, klarerweise, aber natürlich bei vielen Spielsystemen oder einigen kleineren Spielsystemen findet man das halt immer wieder, dass man hier keine Mitspieler findet. Im Vergleich jetzt wieder dazu, und da habe ich jetzt auch ein Beispiel dafür, das mir eben vor ein paar Wochen passiert ist und daher auch der ursprüngliche Gedanke dazu gekommen ist, wo ich mir meine eigenen Gedanken eben gemacht hatte und das Ganze jetzt eben dann hier in diesem Video zusammengebracht habe aufgrund der Kommentare von vor 2 Wochen. Weil mir ist da passiert, dass ich bei einem Spieletag vorbeigeschaut habe, ohne jetzt irgendein Spiel ausgemacht zu haben. Ich war eben eher darauf eingestellt, vielleicht Firefight zu spielen, war aber da ohnehin ein bisschen zu spät auch dran, von meiner Seite hier was auszumachen. Und sonst hätte mich noch Kings of War interessiert, da war aber die Zeit auch nicht wirklich da. Also habe ich nur so vorbeigeschaut, aber das nur mal so zur Vorgeschichte. Was hat man dort dann aber gesehen? Es wurde gespielt, die Tische sind alle voll gewesen. Ich glaube, es sind 6 Tische oder so gewesen oder 7, auf denen gespielt wurde. Dort war eine Platte, auf der Kings of War gespielt wurde, mit kleinen, ich glaube, sollen es 1000 Punkte gewesen sein. Ich glaube, es waren 1000 Punkte. Schlachten, Spiele, um sich mal Kings of War generell anzuschauen. Das waren 2 Personen. Und ich habe da jetzt nicht irgendwie mitbekommen, dass da noch jemand anderes dabei gewesen wäre, dass ich ebenfalls damit auseinandergesetzt hätte, sondern nur die beiden haben hier gespielt. Ich habe ein bisschen zugeschaut, die waren noch so beim Aufbau, aber eben nur diese beiden Leute, die Modelle sind auch teilweise nur zum Teil zusammengebaut gewesen, also nur 2, 3 Figuren pro Einheit. Und da ist das Ganze vielleicht für andere Außenstehende dann auch nicht so interessant, als wenn man eine komplette Armee hier auf dem Spielfeld sieht. Dann wurde natürlich noch auf 2 anderen Tischen Warhammer 40k, glaube ich, gespielt. Und dann gab es eben noch 3 andere Tische, auf denen Warhammer The Old World gespielt wurde. Auch hier teilweise nur mit gedruckten Figuren bzw. unbemalten Figuren, aber in der Masse, auch weil die Leute die Spielsysteme schon kennen, wurden hier größere Spiele, soweit ich es jetzt gesehen habe, von 1500, von 2000 Punkten ausgetragen. Und dadurch, dass die Leute das Ganze auch eher mehr gekannt haben, wurde nicht nur mehr gespielt, sondern so vom Gefühl her haben sich dort auch mehr Leute um diese Tische aufgehalten, im Gegensatz dazu, was jetzt eben den Kings of War Tisch anbetrifft. Und dort ist eigentlich so gefühlt gar nichts los gewesen. Und da macht es halt dann auch für viele wenig Sinn, wenn man die Mitspieler ganz einfach auch nicht findet, sich mit diesen Systemen auseinanderzusetzen oder sich dort einzukaufen und mit diesen Systemen anzufangen, wenn man für diese anderen Spielsysteme eben, beziehungsweise eben für die Games Workshop Spielsysteme sehr viel schneller und einfacher Mitspieler hat. Denn ich habe hier in der Umgebung ein paar Leute, die eben diese Mantic-Spielsysteme spielen, aber dennoch habe ich da an diesem Samstag dann auch selbst ein bisschen so die Überlegung gehabt, wieso vergesse ich das Ganze nicht einfach so ein bisschen und hole mir jetzt wirklich der Old World, weil hier wird der Old World gespielt, da habe ich anscheinend sehr viel mehr Möglichkeiten, das Ganze zu machen, als jetzt mit den anderen Spielsystemen, wo dann eben dementsprechend weniger Leute spielen. Da hat man mal vielleicht weniger Zeit in der Gruppe, dass man ein Spiel machen kann und dann zieht sich das alles hinaus, bis man zum nächsten Spiel kommt. Das ist natürlich sehr viel einfacher, wenn man hier, wie bei den Games Workshop Spielsystemen, eine größere Spielerbase hat. Wie sind denn eure Erfahrungen generell auch zu diesem Thema? Ich denke mal, bei den meisten von euch wird es auch so sein,
dass ihr genauso hauptsächlich Warhammer Spielsysteme bzw. Games Workshop Spielsysteme bei euren Vereinen und Clubs wahrscheinlich spielen werdet. Vielleicht der eine oder andere, wenn ihr vielleicht in einer kleineren Gruppe seid, wo nur ein spezifisches Spielsystem gespielt wird oder sich eine gewisse Gruppe eben gefunden hat, schaut es vielleicht anders aus. Oder wenn ihr eine reine historische Spielgruppe seid natürlich. Aber so im Generellen würde ich schon, so zumindest auch mein Gefühl, was ich bisher so gesehen habe, schon vermuten, dass sehr viel mehr Leute dementsprechend auch einfacher reinkommen können bei eben diesen Games Workshop Spielsystemen, weil sie ganz einfach dort die einfachere Möglichkeit haben, Mitspieler zu finden. Und teilt das bitte auch gerne, damit da mehr Leute davon mitreden können. Vielleicht hier unter dem Video auch kommentieren, wie es euch damit geht. Das könnte vielleicht auch dann eine Möglichkeit sein, dass man hier dann weiter aufbaut und vielleicht noch ein weiteres Video macht, um das Ganze mal ein bisschen aufzuarbeiten. Wie gesagt, dementsprechend bitte gerne teilen und das hilft natürlich klarerweise, dass der Kanal natürlich auch wachsen kann und weiter gestreut wird. Dementsprechend danke ich euch auch dafür, wenn ihr hier kommentiert und eventuell auch abonniert, damit ihr natürlich auch ein eventuell zusätzliches Video zu diesem Thema dann auch nicht verpasst. Und ein weiterer Punkt, den ich jetzt aber noch ansprechen möchte, der für mich persönlich ein wichtiger Punkt eigentlich ist für das Ganze, ist das Thema der Welten, der Universen, in denen diese Spiele angesiedelt sind, der ganze Fluff eben. Der Hintergrund, der für die Spielsysteme existiert, der ist natürlich dementsprechend bei Warhammer Fantasy, The Old World, bei Warhammer 40k klarerweise riesengroß. Da kann natürlich ein Firefight oder ein Kings of War nicht mithalten, auch wenn hier mittlerweile auch Fluff existiert, vor allem bei Kings of War war es ja am Anfang doch so, dass es nur Regeln gab. Da sind sie natürlich ein bisschen im Hintergrund, aber auch genau diese Hintergrundwelten, diese Universen, wären für mich eben auch ein Grund, weil ich zum Beispiel persönlich ein Typ bin, ich kann nicht sagen, oder ich finde es nicht wirklich interessant, hier jetzt die Warhammer-Welt herzunehmen und dann sagen, ich spiele Gruftkönige oder ich spiele hier Bretonen, wenn wir hier die beiden Armeen hernehmen, die wir gerade im Bild haben, und ich spiele das nach Regeln XY von Hersteller Z, weil diese Regeln kostenlos zur Verfügung stehen. Denn das passt für mich dann irgendwie nicht zusammen, weil ja, man hat hier vielleicht dann spezifische Regeln, die dann vielleicht etwas genauer auch auf, keine Ahnung, so etwas wie Khemri oder so etwas wie Bretonen eingehen, so häufig dann aber vielleicht doch eher etwas generischere Regeln, die nur auf Untote oder nur auf Ritter vielleicht eingehen als Armee. Und für mich haben diese beiden Elemente, also Spielregeln und der Hintergrundteil, eine Connection, also die gehören für mich quasi zusammen. Dementsprechend habe ich mich dann auch dazu entschieden, bisher meine Gruftkönige jetzt nicht aufzubauen für Kings of War zum Beispiel, für Empire of Dust, auch wenn es hier am besten noch zusammenpassen würde, sondern hier wäre es auch vermutlich sogar so, dass ich das möglicherweise, da es jetzt eine Figurenrange gibt, auch hier soll ich diese Armee jemals machen, mir die Mantic-Figuren hole. Weil wie gesagt, die Sachen gehören für mich dann irgendwie auch zusammen. Und ich kann dann nicht einfach sagen, okay, ich spiele in der Warhammer-Welt oder ich spiele im Warhammer 40k-Universum, nehme aber dann die Regeln von einem ganz anderen Spielsystem hier. Ja, das mag natürlich etwas zu engstirnig gedacht sein in gewissen Situationen, aber es passt für mich, wie gesagt, nicht zusammen, hier irgendetwas anderes herzunehmen. Ich habe auch mal kurz zum Beispiel in One-Page-Rules reingeschaut, was ja viele dann verwenden, eben um Warhammer 40k Alternative zum Beispiel zu spielen oder auch Age of Sigmar in dem Fall, weil dort gibt es ja, glaube ich, auch kein Rank and File, wenn es mich nicht täuscht, sondern ist ja nur eine Fantasy-Variante. Korrigiert mich da bitte, weil das weiß ich jetzt nicht genau. Da haben mir die Regeln im ersten Moment gut gefallen. Persönlich sind es mir dann doch ein bisschen zu wenig Regeln, sage ich mal, weil ich finde es zwar nicht gut, 20.000 Bücher zu benötigen, aber dann doch ein bisschen mehr Regelsatz ist dann doch etwas, das mich mehr interessiert.
Aber was ich dann einfach gemerkt habe beim Versuch hier ein bisschen vielleicht reinzukommen, mir das Ganze ein bisschen genauer anzuschauen, war eben dieses Fehlen von konkreten Armeen, die eben nicht irgendwie generischer benannt sind, nur um irgendwie dieses Warhammer 40k Figuren-Range-Ding irgendwie unterzubringen, damit man das spielen kann. Natürlich, ich weiß, es gibt da mittlerweile eine eigene Figuren-Range, die auch von One-Page-Rules zur Verfügung gestellt wird, die man sich, glaube ich, über Patreons wie auch immer holen kann. Ich bin im 3D-Druck überhaupt nicht drinnen. Aber ich glaube, es ist zu verstehen, wie ich das Ganze eben meine. Und da ist es dann eben auch, um wieder aufs Thema zurückzukommen, grundsätzlich bei Games Workshop, für mich ganz einfach so, dass ich sowohl die Warhammer-Welt als auch Warhammer 40k, das Universum, gut finde. Mir gefallen diese Sachen, auch wenn ich mich nicht so ausgiebig jetzt damit beschäftige. Aber wenn ich sage zum Beispiel, ich würde wieder Gruftkönige spielen wollen, dann wäre das für mich ein klares Zeichen dafür, auch Warhammer The Old World zu nehmen und damit zu spielen. Einerseits, weil, wie vorhin gesagt, ich gesehen habe, dass hier in meiner Umgebung sehr viel Old World anscheinend gespielt wird, wieder im Vergleich zu den anderen Spielsystemen, aber eben, weil es ganz einfach auch passt. Ich hätte jetzt vielleicht auch nichts dagegen, die sechste oder auch die achte Edition herzunehmen und zu spielen, weil habe ich ja eh alles, müsste ich gar nichts kaufen. Aber eben, es geht hier darum, dass das Ganze dann einfach zusammenpasst. Das gleiche mit meinen Blood Angels für Warhammer 40k. Das war meine erste 40k-Armee, die ich damals angefangen habe. Ich meine, das ist, keine Ahnung, 1999 gewesen, glaube ich jetzt ungefähr. Also da habe ich schon eine ganze Weile, wo ich in diesem Thema drinnen bin. Und auch dort, mir gefällt einfach der Hintergrund von den Blood Angels und das gehört für mich zu 40k. Ich will das nicht mit irgendwelchen Alternativregeln spielen oder diese Figuren dann irgendwie als Blood Angels bezeichnen, aber dann doch wieder als irgendetwas anderes spielen, weil es eben ein anderes Regelsystem ist. Tut ihr euch dabei leichter, das ganze quasi Spielsystem und als Regelsystem und Welt voneinander zu trennen? Oder ist es bei euch auch so, dass die Sachen dann doch eher etwas genauer oder etwas mehr zusammengehören, so wie ich das eben auch für mich jetzt herausgefunden habe oder eben für mich beschreiben würde? Weil, wie gesagt, das könnte ja interessant sein für den einen oder anderen hier, beziehungsweise auch die Grundlage bilden, um in weiterer Folge ja dann ein Folgevideo zu machen, eben zu diesem Thema, zu einem spezifischen Thema möglicherweise oder eben noch einmal bezogen auf dieses ganze Drumherum, wieso man eben vielleicht doch Games Workshop Spielsysteme spielen sollte oder spielt.